Gleich zu Beginn des Videos habe ich mal eine Frage an euch. Gefällt euch die Anzahl der Fahrtszenen? Möchtet ihr mehr Fahrtszenen sehen? Mehr Zeitraffer? Weniger Zeitraffer? Schreibt es uns doch mal bitte in die Kommentare. Ja, guten Morgen. Auch solche Plätze, wie ich euch gleich zeige, gehören zum Vanlife dazu. Wir stehen in der Nähe von Krakau. Hier haben wir bloß einen Zwischenstopp gemacht, wo heute noch ein Paket in der Nähe ankommen soll, das wir abholen wollen. Ja, mal wieder ein Platz zwischen Autobahn, Zuglinie und landenden oder Flugzeugen. Ja, Einflugschneise halt. Aber gut. Es können nicht immer die romantischen Plätze in der Natur sein. Der nächste Platz, dann schon in Slowenien, ist hoffentlich ein bisschen besser. Ja, zumindest auf einer Seite sah es ja noch ganz gut aus. Und gar nicht gesehen, dass man hier so weit hinterlaufen kann. Ja, und Eisangeln scheint hier ein Polen-Ding zu sein. Das ist jetzt der zweite See, an dem wir stehen. Und auch hier sind wieder jede Menge Eisangler unterwegs, die hier ihre Löcher reinbohren, sich auf den Hocker hocken und dann ihre Angel versenken. Ja, das da hinten mit dem roten Streifen ist die S7. Das ist halt die andere, nicht so schöne Seite des Parkplatzes. Ich frage mich ja gerade, was hier abgefackelt wurde. Ob das noch von Silvester ist? Ja, so sollte eine Grenze im Schengen-Raum ausschauen. Nur die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien ist noch besser. Oh, der ist sehr schön geworden, finde ich. Also nachdem der letzte oder vorletzte Festival ist ja was von dieser Graf von Afrikas abgerufen. Und deswegen kriegst du dann, weil du so ungleiche Kräfte hast oder als Bremen an diesem Stelle eine Erklärung des Denkverhaltens. Konservative denken die Woche nur so weit, bis sie Ja, guten Morgen aus der Slowakei. Wir haben ja einen kurzen Zwischenstopp gemacht für 2 Nächte, nachdem wir die Woche jeden Tag gefahren sind. Mussten ein bisschen langsamer tun in Polen, weil wir noch die Pakete in der Nähe von Krakau abholen mussten. Und das letzte kam erst Samstagmittag an. Da sind wir hierher gefahren in die Slowakei auf diesen Stellplatz. Haben jetzt mal 2 Nächte hier verbracht und heute geht es dann einen großen Schritt weiter nach Ungarn und zwar direkt nach Budapest, wo wir dann 3 Nächte verbringen und uns unter anderem mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir treffen. Und wie ihr vielleicht an meinem Outfit entnehmen könnt, die dicke Winterjacke ist weg. Wir sind hier so um die 0 Grad momentan.
Also schon deutlich wärmer geworden. Das hier scheint eine der Hauptverbindungen von der Slowakei Richtung Ungarn zu sein. Sie ist in einem schlechteren Zustand als die meisten deutschen Landstraßen und hier fahren sehr, sehr viele LKWs. Guten Tag. Guten Tag. Schön. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do without you? It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room. When all I want is to get out of here and back to you. On my way home, I stop at your window. I should've known how much it hurts when you still love somebody. When you still love somebody. Staying out on the weekends, I really need something to do. I'm just trying to spot. Na, wie das mit der Lizenz aussieht, möchte ich aber auch nicht wissen. Yeah, I'm just making my way through the days to avoid that feeling I get when I'm lonely and I'm missing you. Wish you could tell me what I should do now. It's like I'm just seeing empty faces staring. Und guten Morgen aus Budapest. Nach einem kurzen Pitstop hier auf dem Campingplatz setzen wir unseren Speedrun Richtung Süden heute fort. Und zwar geht's heute direkt weiter nach Kroatien, wo wir 1 oder 2 Nächte verbringen werden, je nachdem, wie schön der Stellplatz ist. Und dann geht's weiter nach Bosnien-Herzegowina, wo wir uns dann auch mal wieder was anschauen werden. Wir waren vorgestern Abend auch hier in der Stadt. Die Aufnahmen habt ihr
gerade vorhin schon gesehen. Besonders toll war das Trash Art Museum, also es war echt cool. Wenn ich mal wieder einen Garten oder so habe, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, so eine Figur da auch in den Garten zu stellen. Wir waren auf der Suche nach neuen Tassen, das war leider nicht so erfolgreich in dem Shop, wo wir waren. Wir hatten überlegt, ob wir gestern noch mal reingehen, aber da wir noch ein paar Ladungen Wäsche zu waschen hatten, Brot zu backen hatten und so weiter, ist es bei dem einen Besuch im Partyviertel der Stadt geblieben. Wir haben uns da dann abends noch in der Ruin Bar und Brewery getroffen. Das ist eine sehr nette Kneipe gewesen, auch gutes Essen zu sehr guten Preisen. Also kann man durchaus empfehlen. Ich schreibe den Namen mal unten hin. Wie gesagt, haben wir uns mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, den ich seit 8 Jahren oder was nicht mehr gesehen hatte, seitdem er von meinem Arbeitgeber damals weg ist, zurück nach Ungarn. Und ja, wir hatten einen schönen Abend, haben gequatscht, war mal wieder gut. Jetzt haben wir gerade noch Wasser nochmal randvoll gemacht und Grauwasser abgelassen, kompletten Müll entsorgt. Ja, und jetzt geht's hoffentlich mal wieder ein paar Tage weg von größeren Städten. Ja, wie man hier sehen kann, war unser in Kroatien angepeilter Stellplatz leider etwas zu matschig. Sobald wir vom Weg runtergekommen sind, sind wir auch schon leicht eingesunken. Deshalb haben wir uns entschieden, weiterzufahren. Reingeschaut hat er gar nicht. Ne? Sobald die Tür aufgab, hast du sich umgedreht und ist wieder gegangen. Das war auch schon bei den Ungarn, glaube ich, ne? Ja. Aber das aus Bosnien und Herzegowina. Eigentlich wollten wir in Kroatien stehen bleiben, aber wie ihr auf den Zeitrafferaufnahmen gesehen habt, war der Stellplatz, den wir uns herausgesucht haben, eine einzige Schlammschlacht. Ja, und der nächste gescheite Stellplatz, den wir gefunden haben, der war jetzt schon hier in Bosnien. Das haben wir aber auf Park4Night gar nicht beachtet. Ja, damit sind wir mal wieder aus der EU ausgereist, haben wir gemerkt, an den Grenzkontrollen. Aber verlief alles problemlos. Ja. Bei Park4Night steht hier irgendwas von kostenlosen Wohnmobilstellplatz mit Strom und ja, ich weiß aber nicht. Ich sehe hier keinen Strom und keinen Stellplatz. Das ist mehr so ein so ein grober Pflastersteinweg, der hier ziemlich holprig hintergefährt hat, direkt an den Fluss. Auf der anderen Seite stehen hier noch ein paar Angler. Der Fluss selber ist die Grenze zu Kroatien, auf der anderen Seite ist also Kroatien. Ja, schauen wir mal, also eine Nacht, wenn wir hier hoffentlich in Ruhe stehen bleiben und dann fahren wir wahrscheinlich morgen weiter. Ach so, ja, und
17 Grad. Heute haben wir die Sonne mal wieder richtig gespürt beim Fahren. T-Shirt-Wetter. Ja, echt geil. Hier kommen noch einige Eindrücke aus Budapest. Nächste Woche fahren wir durch eine beeindruckende Berglandschaft und können dann endlich auch wieder Sonne genießen in Montenegro. Bleibt bis zum Ende dran, da kommen noch ein paar Outtakes. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those long. Ja, guten Morgen aus Budapest. Ja, guten Morgen aus Budapest. Nach einem kurzen Pitstop hier auf dem Campingplatz setzen wir unseren Speedrun Richtung Kroatien heute fort. Planung. Mann. Ja, guten Morgen aus Budapest. Ja, guten Morgen aus Budapest.